hardest reality to see is that there is no we. Willkommen bei QDOS 2.0, dem Update, das Sie nicht wollten, aber dringend brauchen. Letzter Systemstatus: Hoffnung beim Rückruf abgestürzt. Mensch neu gestartet, Fehlerquelle weiterhin aktiv. Heute Signalqualität, Körpersprache und Störsicherheit. Also die 3 Gründe, warum Ihr Hund auf hierher reagiert wie auf GEZ-Post. Oder wie der Hund sagt: kein Empfang, bitte später neu versuchen. Oder am besten nie. Und bevor wir uns jetzt wieder vormachen, dass Rückruf nur vom richtigen Leckerli abhängt, fangen wir mit dem an, was wirklich zählt: dem sicheren Signal. Denn bevor wir überhaupt über Rückruf reden, gilt, wie schon im letzten Video erklärt, das Hörzeichen wird erst eingeführt, wenn der Hund die Handlung wirklich sicher zeigt. Und falls Sie jetzt denken, was redet die Frau? Neustart, zurück auf Los und den ersten Teil des Rückrufs im vorherigen Video anschauen. Denn wenn der Hund noch gar nicht weiß, was er tun soll und Sie rufen ständig, ohne Einfluss, ist das kein Training, sondern akustischer Sondermüll. Wenn Ihr Hund die Einladung bereits verstanden hat und was er denn überhaupt tun soll, zählt Timing. 0,5 bis 2 Sekunden bevor er es tut, geben Sie das Signal. Dann verknüpft er: dieses Geräusch bedeutet Handlung, Sinn, Erfolg und nicht nur menschliches Rauschen. So simpel, so logisch, so selten praktiziert. Und das bringt uns auch schon zu Punkt 2, Körpersprache. Das Problem liegt selten nur am Wort, es ist die menschliche Optik. Viele stehen beim Rückruf wie schlecht gelaunte Türsteher. Nach vorn geklappt, Stirn wie Parkett, Stimme auf Finanzamt. Hierher! Ganz ehrlich, wenn mich einer so ruft, markiere ich auch lieber die nächste Laterne und melde mich krank. Für Hunde ist Körpersprache 4K, Dolby Atmos, Surround fühlen. Wenn Sie aussehen wie Alcatraz mit Armen, wirkt das nicht einladend, sondern staatlich gefördert. Besser leicht zurücklehnen, seitlich stehen, vielleicht hinhocken, wenn es die Knie noch mitmachen. Oder wenigstens so tun, als sei noch Leben in der Hülle. Denn der Hund entscheidet, ob Sie wirken wie jemand, zu dem man gerne läuft, oder wie jemand, der beim ersten Date sagt: ich habe Mama schon Bescheid gegeben, dass du bleibst. Da denkt auch der Hund: schneller Rückzug, sofort. Vom Rückzug zum Kontoauszug. Rufen Sie anfangs nur, wenn Sie sich sicher sind, dass Ihr Hund auch wirklich kommt. Sie stecken ja auch keine Kreditkarte ins Terminal, wenn seit Weihnachten 21 nur noch Staub bucht. Hoffnung ist gratis, Peinlichkeit nicht. Irgendwann merkt auch der Hund: kein Rückruf, nur wieder Selbstgespräche in freier Wildbahn. Klanglich zwischen Amsel und WLAN-Router, Erfolgschance irgendwo zwischen Lotto und Mondfinsternis. Darum rufen nur bei hoher Trefferquote und am Anfang mit Schleppleine. Rückruf ist kein Vorschlag, sondern Vertragsrecht mit Bindungsklausel. Dauernd ins Nichts rufen ist wie die gesperrte Karte, immer wieder durchzuziehen. Das ist konsequent sinnlos. Das ist dann keine Erziehung, das ist emotionale Pfändung. Und da gibt's auch keinen Dispo mehr. Wenn das soweit klar ist, schauen wir uns die Ablenkung an. Der Klassiker: der Hund kommt 3-mal im Wohnzimmer und am nächsten Tag stehen Sie auf der Hundewiese mit 12 Bällen, 3 Grillwürsten und einem halben Rudel Border Collies. Und dann denken Sie: jetzt wird's ernst. Nein, das ist kein Training, das ist Suizid mit Frisbee. Hunde lernen kleinschrittig. Erst Mini-Reize, Tüte raschelt, Mensch hüpft, Jogger atmet. Und wenn das sitzt, dann steigern. Nicht: er hat's verstanden, ab auf die Kaninchenmesse mit Frühbucherrabatt. Das ist wie ein Tanzkurs für Anfänger und danach direkt ab zu Let's Dance, barfuß, im Regen, auf Kies. Rückruf heißt Babyschritte. Kein Triathlon, kein Mutprobenfestival, kein Deutschland sucht den Rückrufstar. Und wenn Sie es trotzdem versuchen, dann rufen Sie auch gleich die Pet-Trailer mit dazu. Das spart Nerven und bringt Reality-Feeling. Das wäre dann erstmal alles. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge QDOS bei Canis Satiricus. Quick and Dirty Operation System. Training ist kein Wunder, sondern Wartungsvertrag mit regelmäßigen Updates und gelegentlichen Bluescreens. Denken Sie dran. Am Ende geht es um Verbindung, um Vertrauen und darum, dass 2 Lebewesen einander wirklich zuhören. Rückruf ist wie eine Beziehung. Man ruft, man hofft, man lächelt, man ignoriert die roten Flaggen. Und wenn es klappt, nennen wir es Liebe. War aber nur Timing und ein guter Winkel. Also bleiben Sie reflektiert, auch wenn es blendet. Cheers!